Inhaltsmanometer, Arbeitsmanometer. Und man sieht da keine Kerbung und da ist eine Kerbung drin. Die Kerbung bedeutet, drehe ich den Brenner nach links oder drehe den nach rechts. Du möchtest autogen schweißen, weißt aber nicht, wie du die Anlage in Betrieb nehmen sollst? Ach, komm mit, ich zeige es dir. Autogenschweißanlage. Wir haben da 2 Flaschen zum Gasschmelzschweißen. Einmal die Acetylenflasche und dann links die blau-weiße technisches Gas Sauerstoff. Haben wir auf der Flasche oben drauf während des Transports immer eine Schutzkappe, beziehungsweise wenn ich das Ganze im Flaschenwagen habe, dann brauche ich keine Schutzkappe. Es gibt natürlich auch verschiedene Köpfe, die sind nur die, ich sage jetzt mal, altmodischen Köpfe, die modernen schauen dann eher so aus. Das sind dann meistens für Tauschflaschensysteme ausgelegt. Ich habe da einen Schnellkonnektor, also eine Schnellkupplung, wo ich da anschließen kann für meinen Schlauch mit meinem Schlauchpaket. Und ich habe da nicht oben einen Drehregler, wo ich aufdrehen und zudrehen muss, sondern ich habe da einen Switch, so einen roten Griff und da gibt es einen Off und einen On. Funktioniert das? Also wenn wir das schauen, das war das Flaschenventil. Dann habe ich die ganze Einheit da, das ist der Druckminderer, beziehungsweise eigentlich genau genommen ist ein Druckregler. Ich kann damit also den Druck aus der Flasche regeln. Ich habe ein Inhaltsmanometer, das zeigt mir an, wie viel Druck ist in der Flasche. Und ich habe ein Arbeitsmanometer, das gibt mir an, wie viel Druck habe ich im Schlauch am Brenner. Damit kann ich eben eine starke Flamme auswählen, ich habe viel Druck, oder eine schwache Flamme, wenig Druck. Wie man es genau einstellt, das würde ich euch dann erklären. Da unten an dem Griff, da kann ich jetzt den Druck wählen. Das ist die Knebelschraube bzw. die Einstellschraube. Mit der kann ich den nötigen Druck für meinen Schlauch, für mein Schlauchpaket wählen. Kann einfach drehen. Wenn diese Schraube locker ist, dann ist der ganz geschlossen und es geht kein Druck aus der Flasche bei geöffnetem Ventil zum Schlauch. Das funktioniert also genau in die gegengesetzte Richtung. Wenn das fest ist, dann habe ich das geöffnet und der Druck kann durch dieses Regelventil strömen und geht dann zum Schlauch. In der Schule haben wir das Ganze stationär. Wir haben also keine Flaschen, wir haben Leitungen. Die Leitungen, die gehen runter bis in den Keller. Und da unten haben wir dann Flaschen, wo die Leitungen angeschlossen sind. Wir müssen also nicht ständig dann die Flaschen tauschen. Das wird dann alles extern erledigt. Die Kugelhähne, was man da sieht, einmal das ist die rechte Seite, ist wieder die kastanienbraune Seite für Acetylen. Links die blaue Seite ist der Sauerstoff. Und die Kugelhähne sind nichts anderes als wie die Flaschenventile. Das jetzt die Flasche ist, dann habe ich da wieder genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche, nur andere Farbe. Den Druckregler. Die Dichtung steht drin, das sind 2 verschiedene Anschlüsse. Bedeutet, ich kann das nicht vertauschen. Achtung, Dichtung kontrollieren. Dann sollte man die Flasche, damit das Ventil sauber ist, kurz reinblasen. Bedeutet, ich öffne kurz die Flasche und schließe sie gleich wieder. Damit sozusagen Ablagerungen aus dem Ventil rausgeblasen werden. Achtung, bei Sauerstoff niemals die Hand vorne hinheben
oder sich direkt anblasen, weil Sauerstoff ist ein Gas, das brandfördernd ist und würde sich das in deiner Kleidung ablagern, das ist so wie ein Netz, wo sich dann die Sauerstoffatome ablagern, dann hat man das Problem, dass man sehr leicht Feuer fängt und dann eigentlich schwierig zum Löschen ist. Also vereinfacht gesagt, man könnte unter Wasser brennen, weil ja der Sauerstoff für die Verbrennung notwendig schon in der Kleidung enthalten ist. Also niemals die Hände, Gegenstände vor das Sauerstoffventil halten und da aufdrehen. Das gleiche darf ich auch niemals mit dem Brennergriff machen. Zusätzlich, Sauerstoff ist ein sehr brandförderliches Gas. Fette und Öle brennen in Kombination mit Sauerstoff. Bedeutet, ich darf Dichtungen niemals fetten oder ölen. Verbindungen bei Sauerstoff niemals fetten oder ölen. Das neigt zu einem explosionsartigen Brand, zur Selbstentzündung. Montage wäre dann ansetzen, alles sauber, Dichtung kontrolliert, ansetzen, aufschrauben. Dann habe ich Flaschenmanometer, Arbeitsmanometer, natürlich bitte mit Zange anziehen. Hinten habe ich ein Ventil, das regelt, also das ist nur ein Absperrventil, wo ich das Schlauchpaket quasi dann auf- oder zudrehen kann. Unbedingt vorgeschrieben zum Schweißen ist eine Flammenrückschlagsicherung, da schon montiert, damit die Flamme während des Schweißvorgangs nicht in die Flasche reinbrennen kann. Ich habe da 2 Anschlüsse. Die kann ich nicht verwechseln, sind verschieden groß und man sieht da keine Kerbung und da ist eine Kerbung drin. Die Kerbung bedeutet, das ist ein Linksgewinde. Linksgewinde bedeutet, wenn ich das raufdrehe, dann muss ich das nach links drehen, damit ich das anziehen kann. Ich drehe jetzt also nach links und ich kann das anziehen. Und das mache ich jetzt hier auch. Ich drehe das nach links und das geht nicht, weil das hat ja keine Kerbe drauf, das ist ein Rechtsgewinde. Ich drehe das also nach rechts und kann es auch wieder anziehen. Normalerweise ist das Schlauchpaket mit den Druckmindern immer fix montiert. Bedeutet, ich muss da nicht selber noch dran schrauben, das ist alles schon fix drauf. Die Flammenrückschlagsicherungen sind einmal jährlich zu überprüfen. Dann das alles einmal fest anziehen und kontrollieren, ob das dicht ist. Für die Dichtheitsprüfung, wenn du das zerlegt hast und dann wieder neu zusammenbaust, würde das unbedingt mit einem Leckspray absprayen. Und das ist ganz wichtig. Lecksuchspray geht mit den Gasen Kohlendioxid, CO2, Propan, Butan, Acetylen und Sauerstoff und anderen Gasen. Bedeutet, dieser Spray, der geht mit dem Sauerstoff oder mit dem Acetylen keine Verbindung ein, keine chemische Reaktion ein und ich habe keine Brandgefahr. Und der zeigt mir dann verlässlich durch eine Blasenwirkung, ob das dicht oder undicht angeschlossen ist. Also, in Betriebnahme. Bevor wir die Flaschenventile öffnen, müssen wir kontrollieren, ob der Schlauch in Ordnung ist. Beim Schlauch ist ganz wichtig, da haben wir da unten, das ist oft in Bewegung, bedeutet, ich muss die Anschlüsse immer kontrollieren. Einmal kann ich da kurz mal schauen, ob das fest ist und ob der Schlauch da unten rissig ist. Also ich schaue wirklich rein, sind da Risse? Nein? Dann schaue ich das Gleiche auch beim Brennergriff. Sind da Risse? Da ist viel Belastung, keine Risse. Und dann gehe ich den ganzen Schlauch durch und kontrolliere den Schlauch, ob der irgendwo Risse hat oder ob der noch passt. Wenn ich das gemacht habe, dann kontrolliere ich als nächstes, ob beim Brennergriff die Ventile zu sind. Sauerstoff, so ist das offen, zu, so ist das offen, zu. Also wenn man schaut, die gehen genau verkehrt. Ich drehe jetzt beide Ventile zu und ich drehe die genau seitenverkehrt.
Ich mache das immer so, ich bin ein Rechtshänder. Wenn ich also eine Flasche habe, dann hebe ich die Flasche links und drehe rechts so die Flasche zu. Also drehe ich so das Ventil zu. Ich mache das auf der anderen Seite, ich hebe die Flasche links und drehe wieder so die Flasche zu. Und jetzt weiß ich habe beide Ventile zugedreht. Anfangs ist das immer ein bisschen blöd, dass man das verwechseln kann. Deswegen bitte da genau aufpassen, weil wenn das Ventil offen ist, dann kann sich der gesamte Raum mit Gas füllen und es kann zur Explosion kommen. Daher immer kontrollieren. Wir haben die Ventile zu, die muss ich nur leicht zumachen, die brauche ich nicht fest zumachen. Sind mit einer Kugel dichtend, also nur leicht zumachen. Dann kontrolliere ich, ob die Druckminderer, die Einstellschrauben, die Knebelschrauben locker sind. Die sind locker. Brenner montieren. Ich habe da so eine Überwurfmutter, die muss mit der offenen Seite, das ist die offene Seite, aufliegen, also das wäre verkehrt. Muss also die offene Seite, die muss aufliegen, dann den Brenner reinstecken. Bevor ich das mache, muss ich kontrollieren, ob die Dichtung, die was da drauf ist, ob die nicht Risse hat. Also ob die Dichtung noch dicht ist. Okay, die passt. Und die stecke ich jetzt da rein. Wenn ich das jetzt einfach so runterstecke, dann brauche ich viel Kraft und die Dichtung, die wird stark belastet. Das zum Wasser nehmen, den reinstecke und gleichzeitig aber ein bisschen drehe, dann geht es leichter. Bedeutet, wenn ich den Brenner montiere oder demontiere, bitte immer den Brenner leicht drehen, weil es für die Dichtung besser ist. Frage: Drehe ich den Brenner nach links oder drehe den nach rechts? Nach rechts. Nach rechts? Richtig. Wenn ich den nämlich nach links drehe, also angenommen, das ist da fest, und ich drehe den nach links, dann kann ich den rausdrehen. Der besteht aus mehreren Teilen und wenn ich das jetzt versehentlich nach links drehe, dann habe ich das Problem, dass dieser Teil nicht mehr dicht ist. Und ich habe die Flamme dann, die kann dann da rausbrennen. Deswegen immer nach rechts drehen. Richtig. Dichtung defekt. Ich möchte tauschen. Bitte nicht mit den Schraubenzieher, Messer, Sägeblatt. Es geht viel einfacher mit dem Daumen und dem Zeigefinger. Ich nehme die Dichtung so und schiebe die jetzt nach vorne raus. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera. Habt ihr jetzt also so nach vorne rausgeschoben. Dann nehme ich meinen Finger, setze den an und kann jetzt die Dichtung einfach runterrollen. Und die neue Dichtung, die nehme ich, drehe die wieder so rauf. So. Und ganz wichtig, jetzt wieder mit dem Finger so vorschieben und dann ab und zu ein bisschen schieben, ein bisschen drehen, damit, wenn die Dichtung eingedreht ist, damit sich diese Drehung löst und die dann sauber und schön aufliegt. Fertig. Dann haben wir gelernt, Dichtung neu, Dichtung kontrollieren, rein, leicht nach rechts drehen, Überwurfmutter rauf und mit der Hand nur ganz leicht anziehen. So. Brenner, wie muss der stehen? Der Schlauch ist geköpft, der geht nach unten, also muss auch der Brenner da runter. Ich darf den Brenner jetzt nicht nach links drehen, sonst drehe ich da raus, also muss ich den nach rechts drehen. Das schau. So, ich drehe den also
so lange nach rechts, bis der Brenner wie der Schlauch nach unten geht. Und dann kann ich den da mit der Hand anziehen. Das reicht. Fertig. Das ist ja nur dazu da, dass der Brenner nicht rausspringt. Ich habe jetzt da einen Brenner, da steht drauf 2 bis 4 mm. Und da habe ich einen 1 bis 2 mm. Für was steht das? Für die Materialstärke. Genau, richtig. Für die Materialstärke. Wenn ich also schweiß, dann muss ich schauen, wie viel Wandstärke habe ich und muss dafür den richtigen Brenner wählen. 2 bis 4 mm für dieses Rohr. Man kann auch mit 1 bis 2 schweißen, dann brauche ich aber eine sehr starke Flamme und ich sollte ein geübter Schweißer sein. Normalerweise würde ich eben da die 2 bis 4 mm, so wie das auf dem Brenner steht, empfehlen. Dann, Inbetriebnahme. Wichtig, sobald ich jetzt diesen Brenner verwende, die Mündung des Brenners ist immer oberhalb der Tischkante und von der Autogenschweißanlage entfernt ausgerichtet. Niemals so halten bei geöffneten Ventilen. Niemals. Also bleibt da oben. Ich kann jetzt öffnen beide Ventile, so beide Flaschenventile aufmachen. Ich habe immer noch keinen Druck drin, weil die Druckregelventile zu sind. Wie viel Druck brauche ich? Ich brauche 2,5 bar Sauerstoffdruck. Frage: Warum brauchen wir 2,5 bar Sauerstoff? Warum nicht 3 oder 2? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Kein Problem. Das steht auf dem Brenner drauf. Da steht 2,5 bar für den Sauerstoffdruck. Da ist aber immer nur der Sauerstoffdruck angegeben. Es steht aber nicht dabei, was für Druck das ist. Es ist aber immer der Sauerstoffdruck. Also 2,5 bar Sauerstoff benötigt dieser Brenner zum Schweißen. Generell die meisten Brenner, alle die wir in der Schule haben, funktionieren mit 2,5 bar Sauerstoff. Den Sauerstoff, den stellt man bei geöffneten Brennerventil ein, bedeutet den Fließdruck, nicht den Ruhedruck. Ich halte den Brenner über den Tisch, öffne leicht das Sauerstoffventil und stelle jetzt da 2,5 bar Sauerstoff ein. Dann schließe ich das wieder, fertig. Ich habe da jetzt genau 2,5 bar Sauerstoff. Fließdruck. Der Ruhedruck ist etwas minimal höher. Acetylen. Acetylen stellen wir ein 0,3 bis 0,5 bar. Für einen 2 bis 4 mm Brenner können wir 0,4 einstellen. Für einen 1 bis 2 mm Brenner würde ich 0,3 empfehlen. Aber irgendwas in dieser Richtung einstellen. Es ist nur eine Faustformel und für den späteren Schweißverlauf nicht wichtig. Also ich könnte auch 1 bar einstellen. Ich mache jetzt also, ich habe 2 bis 4 mm Brenner, 0,4, fertig. Dann kurz warten, bis sich der Druck in der Anlage etwas ausgleicht. Ganz wichtig, den Brenner weglegen, damit ich da jetzt nicht immer dran halte und bewege. Weil als nächstes machen wir die Druckprüfung. Und für die Druckprüfung müssen wir die Anlage mit Druck befüllen. Das haben wir jetzt gemacht. Und dann schließen wir beide Kugelhähne.
Und jetzt warten wir für 5 Minuten. Sollte es zum Beispiel undicht sein, ich habe jetzt eine undichte Stelle, dann würde der Manometer nach unten fallen und würde mir zeigen, dass ich undicht bin. Dann müsste ich das Ganze nochmal wiederholen und nochmal alle Verbindungen und alle Ventile prüfen. Ich sehe, okay, ich war undicht, ich gehe nochmal alles durch, ich kontrolliere nochmal alles, komme drauf, ups, das Brennerventil war offen, schließe dieses, öffne das. Also öffne das Flaschenventil und den Druck, den habe ich ja immer noch vorher eingestellt. Bedeutet, der Druck, der passt jetzt wieder genauso, wie ich es vorher eingestellt habe. Dann warte ich ganz kurz, bis sich der Druck in der Anlage ausgleicht. Ich schließe dann wieder das Flaschenventil, lege den Brenner weg und jetzt warte ich für 5 Minuten und schaue danach, ob die Zeiger noch immer an derselben Stelle sind. 5 Minuten sind vorbei. Ich kontrolliere. Der Zeiger hat sich nicht bewegt. Sauerstoff war dicht. Wenn ich also da jetzt aufmache, dann bleibt der Zeiger genau da, wo er war. Dicht. Acetylen, das gleiche. Der Zeiger war auch vorher etwas über den Strich. Wenn ich also da wieder aufmache, dann ändert sich nichts. Die Anlage war dicht. Wir haben nun gemeinsam den Aufbau, die Inbetriebnahme und die Druckprüfung abgeschlossen. Nun folgt die Flammenvoreinstellung. Anschließend können wir schweißen. Acetylen müssen wir einstellen. Wir haben einfach nur einen Druck eingestellt, damit im Schlauch ein Druck ist. Aber wir haben nicht den richtigen Druck eingestellt, weil die Formel besagt 0,3 bis 0,5 bar. Die Formel weiß aber nicht, ob ich einen kleinen Brenner habe oder einen großen Brenner habe. Deswegen muss ich jetzt den richtigen Druck für das Acetylen nach diesem Brenner einstellen. Und wie mache ich das? Mit Anzünden. Wir öffnen zuerst das Acetylenventil bis zur Hälfte oder auch ganz. Das macht dann keinen Unterschied. Zünden das an und dann haben wir da so einen Flammenabstand. Und der Flammenabstand, der sollte 5 mm betragen. Und damit stellen wir ein, dass der Druck vom Acetylen nach diesem Brenner, nach diesem Loch richtig ist. Weil ein kleines Loch braucht weniger Druck und ein großes mehr Druck. Einstellen müssen wir das Ganze dann nicht da, sondern ganz wichtig am Regelventil. Ganz wichtig. Bevor wir das machen können, müssen wir noch lernen, wie wir den Brenner dann abdrehen. Wie stelle ich das Ding dann ab, dass es nicht mehr brennt? Frage, ich habe da 2 Gase. Brennt Sauerstoff? Nicht Fetten, nicht Ölen, Brandgefahr. Brennt Sauerstoff? Ja. Nein. Wir haben 21% Sauerstoff in der Luft. Und wenn Sauerstoff brennen würde, dann würde ich jetzt den ganzen Raum anzünden. Okay? Sauerstoff brennt nicht. Sauerstoff fördert einen Brand, ist aber selbst nicht brennbar. Acetylen brennt. Sehr gut. Es ist ein explosionsfähiges, brennbares Gas. Zum Abdrehen möchten wir verhindern,
dass die Flamme den Brenner entlang innen reinbrennt. Wenn man schaut, dann sind die vorne schwarz. Und das Schwarze, das bedeutet, dass da drin eine Flamme gebrennt hat, weil es ist Ruß. Und das wollen wir aber unbedingt verhindern. Das kann ab und zu passieren. Deswegen gibt es ja auch diese Flammenrückschlagsicherungen. Aber das wollen wir natürlich vermeiden. Wie macht man das? Beim Abdrehen, ganz wichtig, immer zuerst das brennbare Gas und erst dann den Sauerstoff. Der Sauerstoff, der hat 2,5 bar und das Acetylen, das brennbare Gas, das hat nur 0,5 bar. Die Flamme versucht hier immer da reinzubrennen. Und wenn sie das schafft, da reinzubrennen, dann haben wir ein Problem, weil wir halten den Griff da und da ist dann die Flamme drin. Und schlimmstenfalls kann es ja sogar bis zur Flasche gehen, die Flamme. Zumindest bis zur Flammenrückschlagsicherung. Bedeutet, im Schlauch ist dann eine Flamme drin. Das ist ganz schlecht. Daher immer zuerst Acetylen abdrehen. Der Sauerstoff verhindert dabei, dadurch, dass der mit 2,5 bar rausströmt, verhindert der, dass die Flamme reinbrennen kann, weil er der Sauerstoff raus will. Dann machen wir also die Flammenvoreinstellung und mit der Flammenvoreinstellung stellen wir diesen Abstand ein und mit diesem Abstand automatisch den richtigen Druck an Acetylen für unsere Brennergröße. Ich mache das jetzt. Ich öffne das Acetylenventil ganz oder bis zur Hälfte. Bitte, wichtig, kein Feuerzeug verwenden, um anzuzünden. Da ist Gas drin. Wenn das Feuerzeug warm wird durch die Flamme, dann könnte das das könnte explodieren. Deswegen eigene dafür vorgesehene Anzünder verwenden. Bei den Anzündern, da ist ein Zündstein, der ragt durch die Halterung durch und der reibt dann auf der anderen Seite an einer Reibfläche. Und der Zündstein, der wird immer wieder mal kürzer. Dann musst du den einfach nachschieben, damit der Zündstein immer auf die Reibfläche reibt. Ich kann jetzt das mal testen. So machen. Zünde das an. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Acetylen aufgedreht bis zur Hälfte oder ganz, angezündet. Wichtig beim Anzünden, nicht da oben, nicht da unten, nicht da vorne, sondern ungefähr da. Also man muss da nicht so, ich brauche da nur einen einzigen Funken und dann brennt es. Dann Finger weg von dem Ventil. Gehe runter und drehe da den richtigen Druck für den Flammenabstand ein. Und der Flammenabstand, der muss 5 mm sein. Da. Wenn ich das eingestellt habe, dann habe ich den richtigen Druck für meinen Brenner. Jetzt fertig. Zum Abdrehen der Flamme braucht man Sauerstoff. Da ich bei der Flammenvoreinstellung aber nur Acetylen geöffnet habe, musste ich den Sauerstoff aufdrehen, dann das Acetylen zumachen und erst dann wieder den Sauerstoff zumachen. Würde ich das umgekehrt machen, würde ich den Acetylen haben und dann nur das Acetylen abdrehen, würde die Flamme darunter brennen.
Ich glaube, man hat es gesehen. Die Flamme ist da rein. Und das soll man nicht machen. Das hat jetzt da drin gebrannt. Zusätzlich war da so ein schwarzer Ruß zu sehen. Den Ruß, den was man gesehen hat, die kleinen Flocken, die sind krebserregend. Deswegen ist ganz wichtig, den Ruß zu vermeiden. Und das mache ich, indem ich das Ventil ganz öffne und dann anzünde, weil dann habe ich keinen Ruß. Dann stelle ich das bei der Flammenvoranstellung da unten ein auf die 5 mm und ich bin fertig. Jetzt haben wir Sauerstoff für diesen Brenner korrekt eingestellt, Acetylen für diesen Brenner korrekt eingestellt. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Flamme. Die Schweißflamme, die brauchen wir jetzt noch. Das machen wir noch und dann sind wir im Prinzip fertig. Ich gehe kurz an die Tafel, gehe mit, ist unser Brenner. Und da vorne, da machen wir jetzt die Flamme zu. Und ganz wichtig ist jetzt für uns, dass wir an der Flamme eine leichte Spitze haben. Das ist der Schleier. Und da ist dann so die Flamme, die was dann so rausgeht. Diese Spitze ist ganz besonders wichtig. Es gibt 3 verschiedene Flammen. Eine Sauerstoffüberschussflamme, eine Acetylenüberschussflamme, also eine reduzierende Flamme, Acetylenüberschuss, oxidierende Flamme, Oxygen, Sauerstoff, Sauerstoffüberschussflamme oder eine neutrale Flamme. Wir wollen eine Flamme mit ganz wenig Acetylenüberschuss. Und daher brauchen wir diesen Schleier. Zum Anzünden den Brenner diesmal, also den Anzünder diesmal ganz vorne hinheben, einmal drücken und dann wegziehen, weil sonst kann die Flamme auf die Finger brennen. Einmal anzünden, wegziehen. Ich mache jetzt eine Flamme, eine leise kleine Flamme und du sagst mir bitte, ob ich zu viel Sauerstoff oder zu viel Acetylen habe. Zum Einstellen, also zum Starten der Flamme, wichtig, beide Ventile öffnen. Sauerstoff hat 2,5 bar, Acetylen nur 0,3 ungefähr. Das ist immer unterschiedlich nach Anlage. Ich öffne das Ventil 2 bis 3 Mal so viel wie das Sauerstoffventil, weil ja da weniger Druck ist. Also, ich mache jetzt da ein bisschen auf. Man hört es auch manchmal. Ich kann es hören. Und dann öffne ich das Acetylen ungefähr das Doppelte bis Dreifache mal. So, dann zünde ich das an. Die Flamme jetzt, was wir da haben, hat die zu viel Sauerstoff oder hat die zu viel Acetylen? Hat die zu viel Sauerstoff oder hat die zu viel Acetylen? Was würdest du sagen? Zu viel Sauerstoff? Brennt Sauerstoff? Nein, Sauerstoff brennt nicht. Richtig. Brennt Acetylen? Ja. Genau, Acetylen brennt. Ist das da eine lange, helle, brennende Flamme? Ja. Wenn Sauerstoff nicht brennt und das aber eine lange, helle, brennende Flamme ist, dann hat diese Flamme zu viel Acetylen, weil ja Acetylen ein brennbares Gas ist. Um die Flamme korrekt einzustellen, schließen wir das Acetylenventil. Und das machen wir so lange, bis die Flamme wie auf der Tafel ausschaut. Ich mache das jetzt. Ich schließe. So. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe jetzt da einen ganz kleinen Spitz. Das war das Gelbe an der Tafel. Und den Schleier da. Sieht man den? Oh, sieht man den?
die Flamme ist viel zu schwach. Die Flamme ist super, aber nur zu schwach. Aber die Form, die Gestalt ist perfekt. Wie mache ich die Flamme jetzt stärker? Ganz einfach. Ich brauche mehr Acetylen und mehr Sauerstoff. Und als erstes immer das Acetylen aufdrehen, weil dann habe ich einen Anhaltspunkt, was ich verändere. Und dann brauchen wir auch mehr Sauerstoff und der Schleier wird kürzer. Einen kleinen Schleier lassen, das ist unsere Sicherheit, damit wir mit dem Auge erkennen können, dass die Flamme richtig ist. Weil die Flamme wäre noch okay, die nimmer. Deswegen immer kleiner Schleier. Die Flamme ist jetzt super. Wenn jemand langsam schweißt, perfekte Flamme. Wenn jemand schneller schweißt, kann er sie noch stärker machen. Wie macht er das? Mehr Acetylen, mehr Sauerstoff. Passt. Wenn man es versehentlich zu stark macht, ich mache das jetzt zu stark, weniger Sauerstoff, der Schleier wird länger und dann weniger Acetylen, der Schleier wird kürzer. Fertig. Bisschen Schleier noch lassen. Das war's. Zum Abdrehen zuerst immer Acetylen, dann Sauerstoff. Also Acetylen abdrehen, dann Sauerstoff. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser kurzen Zeit weiterhelfen. Das Reinbrennen, nicht das Raus, das Rein, da findet das, drehen wir immer das brennbare Gas an, den Sauerstoff. Lol. Ich habe da 2,5 Bar, was rauswählen. Ja, lol. Ganz wichtig, wenn ich das abdrehe, dann immer zuerst den Zuerst unbedingt, wenn ich das ist zu viel direkt.